Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie an dem Interview teilnehmen. Bevor wir starten, sind Sie damit einverstanden, dass dieses Interview aufgenommen wird und ausgewertet wird und dass sowohl die Audioaufnahmen als auch das Transkript veröffentlicht werden dürfen? Jo, ich bin einverstanden. Kurze Einführung. Jeder Mensch möchte gesehen, gehört und verstanden werden. In dieser Reihe sprechen wir mit Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen übersehen, missverstanden oder vorschnell beurteilt gefühlt haben. Ziel ist nicht, jemanden auf ein Merkmal zu reduzieren, sondern Erfahrungen sichtbar zu machen und gemeinsam darüber nachzudenken, was sich gesellschaftlich und im Alltag verändern sollte. Heute sprechen wir mit Ihnen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, danke. Also, da merke ich schon beim Zuhören, dass ich innerlich so ein Ja genau habe, weil gesehen werden heißt ja nicht nur, dass man irgendwie da ist, sondern dass man als Person wahrgenommen wird. Wenn Sie möchten, wie alt sind Sie und womit beschäftigen Sie sich beruflich? Gerne. Ich bin 32 Jahre alt und arbeite als Gesundheits- und Krankenpfleger in der Gynäkologie, also ja, Pflegefachmann, wenn man die neue Bezeichnung nimmt, aber viele sagen noch Krankenpfleger. Ich bin seit 8 Jahren im Beruf und ich habe nicht von Anfang an Gynäkologie gemacht. Ich war vorher kurz in der Allgemeinchirurgie und dann hat sich das ergeben. Ich bin da so reingerutscht, ehrlich gesagt, weil ich eine Stelle brauchte und das Team auch damals ganz gut wirkte. Und ja, es ist ein Bereich, wo viele Menschen sofort eine Meinung haben, so ja, oh, als Mann in der Gynäkologie, das höre ich privat und auch beruflich. Also ja, man ist automatisch erklärungsbedürftig, obwohl man eigentlich nur seinen Job macht. Ja, ich habe mich aber bewusst dafür entschieden, da zu bleiben, weil ich gemerkt habe, dass ich die Arbeit fachlich spannend finde und menschlich auch. Aber es gibt eben diese Reibungspunkte, die auch mit Geschlechterrolle zu tun haben, ja. Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen aus? Ja, also typischer Alltag, das ist schwer, weil kein Tag wirklich typisch ist, aber ganz grob, Frühdienst, Übergabe, dann erstmal Prioritäten setzen, postoperative Patientinnen, Schmerzmanagement, Drainagen, Wundkontrollen, Mobilisation, Prophylaxen, Medikation, Infusionen, also ja, das Übliche, ne? Und in der Gynäkologie kommt viel Gespräch dazu, weil die Themen sehr intim sind, also nicht nur körperlich, sondern auch biografisch, ne? Weil Fehlgeburten oder Kinderwunsch und onkologische Diagnosen,
operative Eingriffe, die all das die Identität berühren. Da ist viel Scham, viel Angst und viel Trauer und dann, dann noch die normalen Dinge im Krankenhaus wie Zeitdruck, Dokumentation, Arztvisiten, OP-Plan, dann die Angehörigen und als Mann, ich merke, dass ich in manchen Situationen anders eingesetzt werde. Und das nicht offiziell, nicht schriftlich, aber quasi im Alltag. Zum Beispiel, wenn klar ist, dass bei Patienten X Intimpflege ansteht, dann wird manchmal schon vorab so geplant, das macht lieber eine Kollegin, oder ich werde eher für Transporte genommen oder für körperlich schwere Sachen. Das klingt erstmal harmlos, aber es verschiebt die Aufgabenverteilung dauerhaft. Was tun Sie gerne? Was gibt Ihnen Energie oder Freude? Was macht Sie glücklich? Also im Job. Freude gibt mir, wenn ich merke, dass Vertrauen entsteht. Also das, ja, klingt vielleicht kitschig, aber es ist wirklich so, wenn eine Patientin am Anfang zurückhaltend ist, vielleicht auch skeptisch und später sagt, danke, dass Sie so ruhig geblieben sind oder Sie haben mir das gut erklärt. Das sind so Momente, wo ich denke, okay, es zählt und also ich mag es auch, wenn ich fachlich sauber arbeiten kann und wenn Abläufe stimmen, wenn das Team funktioniert, also ja, wenn man quasi nicht nur das Feuer löscht, ne? Und ich mag diesen Aspekt, dass Pflege eben nicht nur Technik ist und ja, es ist Beziehung und gerade in der Gynäkologie ist die Beziehung extrem wichtig, weil Patientinnen sich oft ausgeliefert fühlen. Privat hingegen, also ja, privat bin ich gerne draußen. Sport mache ich und ja, einfach laufen, Fitnessstudio, manchmal Fußball gucken, also ich brauche einen körperlichen Ausgleich, weil die Arbeit zwar körperlich ist, aber anders, also belastend. Sport ist dann so kontrolliert und ich brauche Zeit mit Menschen, die mich nicht auf meinen Job reduzieren. Also nicht immer die Frage, wie ist es denn als Mann da, sondern einfach normal quatschen. Wenn Sie sich mit 3 Worten beschreiben, welche wären das? Ja, verlässlich. Also ich bin jemand, der kommt und macht, was er sagt. Dann empathisch, wobei, also das Wort, ja, wobei ich das Wort auch manchmal schwierig finde, weil man das so schnell sagt. Aber ja, ich versuche wirklich Menschen nicht aufzustempeln und reflektiert. Ja, ich denke reflektiert. Ich denke viel nach, manchmal zu viel. Aber es hilft mir auch, die Dinge da einzusortieren, ja.
Gibt es Situationen, in denen Sie sich ausgeschlossen, übersehen oder nicht ernst genommen gefühlt haben? Äh, ja, also, ja, die gibt's, und ich glaube, das Schwierige ist, es ist nicht immer so eindeutig. Also, manchmal ist es so eindeutig, dass jemand das auch offen sagt, und manchmal ist es ja eher ein Gefühl oder ein Muster, aber Ausschluss erlebe ich am deutlichsten eher, wenn es um Intimpflege geht. Also Patientinnen sagen, ja, ich möchte keinen Mann, und ich respektiere das grundsätzlich. Ich will niemanden zwingen, sich unwohl zu fühlen, aber es passiert so häufig, dass es irgendwann nicht mehr nur ein Wunsch ist, sondern eine dauerhafte Erfahrung von Zurückweisung. Und was mich wirklich trifft, ist nicht nur die Patientin, sondern wie das Umfeld reagiert. Es wird oft sofort umgeplant, ohne Gespräche, ohne dass jemand sagt, er ist gratifiziert. Es ist einfach, okay, dann macht's halt eine Kollegin. Und ich stehe daneben wie, ja, austauschbar und wie jemand, der stört im System und nicht ernst genommen wird. Ja, und das passiert aber auch in der Zusammenarbeit mit Ärzten. Also es gibt Situationen, wo ich etwas anspreche, zum Beispiel, dass eine Patientin starke Schmerzen hat oder dass etwas mit der Drainage nicht stimmt, und es wird so halb abgetan. Also ja, oder man bekommt diesen Ton, ja, ja, typischer Pfleger. Und ich weiß, es klingt jetzt hart, aber dieser Satz ist mir so ähnlich wirklich schon begegnet. Also nicht immer exakt so, aber in der Haltung und so ein bisschen herablassend. Also man fühlt sich dann wie der Ausführende, der bitte nicht so viel mitreden soll. Und ja, das ist im Gesundheitswesen ja sowieso ein Thema, also Hierarchie. Aber wenn du dann noch in einem Bereich bist, wo du als Mann sowieso auffälliger bist und dann auch keine Kinder gebären kannst und auch auf vielerlei Ebenen nicht ernst genommen wird, dann wird's doppelt komplex, weil du nicht nur gegen Hierarchie, sondern auch gegen Rollenbilder arbeitest. Wenn Sie an einen Moment denken, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, was ist passiert? Ja, da gibt's einen Moment, der kommt sofort. Also eine Patientin nach einer OP, noch ziemlich frisch, kreislaufwindstabil. Sie brauchte Hilfe beim Aufstehen und dann auch bei der Körperpflege. Ich war zuständig und bin rein, habe mich vorgestellt, ruhig, professionell, und sie hat mich angeschaut und gesagt, nein, ich möchte das nicht, ich möchte eine Frau. Ich habe erstmal gesagt, okay, ich verstehe, dass das unangenehm ist. Ich bin Pflegefachmann, ich mache das professionell. Wir können schauen, wie wir es für Sie möglichst angenehm machen. Also ich habe versucht, einen Weg zu finden. Ja, sie wurde dann plötzlich ganz angespannt und hat gesagt, ich will das nicht, Punkt. Und sie hat auch nicht mehr zugehört. Ich bin dann raus, habe eine Kollegin gebeten zu übernehmen. Und die Kollegin, das war das, was hängen geblieben ist, die sagte im Flur halb genervt, ja, ist doch klar, was erwartest du? Und dieser Satz, der
hat sich eingebrannt, weil er nicht nur die Patientin bestätigt, sondern auch implementiert, ich soll mich dran gewöhnen. Ich soll es einkalkulieren. Ich bin der mit so etwas leben muss. Und ich habe dann später ein Dienstzimmer mitbekommen, die eine Assistenzarzt darüber einen Spruch gemacht hat. So nach dem Motto, nahe wieder abgewiesen worden, hahaha. Und alle haben gelacht, so dieses Teamlachen. Und ich saß da und dachte, okay, das ist jetzt nicht nur Patientinnenwunsch, das ist auch eine Kultur und eine Kultur, die das normalisiert und mich dabei irgendwie klein macht. Woran haben Sie gemerkt, dass etwas nicht stimmt? Weil ich mich nicht nur abgewiesen gefühlt habe, sondern entwertet. Also es war nicht, oh schade, sie möchte lieber eine Kollegin, sondern du bist hier nicht passend. Und ich habe gemerkt, dass es nicht stimmt, als er anfing, mein Verhalten zu verändern. Ich habe mich ertappt, wie ich vor bestimmten Zimmern kurz zögerte, nicht aus Angst vor Pflege oder so, sondern aus Angst vor der nächsten Zurückweisung. Und das ist ja absurd, weil ich eigentlich ja der Profi sein will, der einfach reingeht und macht. Ich habe aber auch gemerkt, dass mein Vertrauen ins Team belitten hat. Nicht in alle, aber in diese wir machen Witze darüber Ebene, weil ich dachte, wenn ich mich jetzt verletzlich zeige, wird's wieder ein Spruch. Also hält man sich bedeckt und das ist ja dann so ein Kreislauf. Du sagst nichts, also ändert sich nichts. Und bei den Ärztinnen, wenn so ein Kommentar kommt wie typischer Pfleger, dann merkst du, es gibt ein Bild. Pflege ist in deren Kopf manchmal weniger und das färbt ab. Dann sind deine Beobachtungen weniger wert. Und das ist gefährlich, ehrlich gesagt, weil Pflegebeobachtung wichtig ist. Aber im Alter fühlt man sich manchmal so, ich sehe Dinge, ich melde sie und trotzdem muss ich mich rechtfertigen, als hätte ich überreagiert. Welche Annahmen machen Menschen manchmal über sie, bevor sie wirklich kennenlernen? Dass ich mich als Mann in der Pflege entweder nicht richtig männlich bin oder dass ich das nur mache, weil ich keine andere Option hatte. Das sind so diese Klischees und in der Gynäkologie kommt noch dazu, manche denken wirklich direkt an was Sexuelles, was ich ganz schlimm finde. Also so dieses unausgesprochene Misstrauen, warum will ein Mann hier arbeiten? Das wird selten direkt gesagt, aber du spürst es in Blicken, in Distanz, in der Art, wie man dich prüft. Viele denken, Männer seien eher für Technik und Kraft zuständig, weniger für Zuwendung. Welche Zuschreibungen oder Vorannahmen empfinden Sie als besonders belastend oder verletzend? Ja, dieses Du gehörst hier nicht hin. Das ist das Grundgefühl und dieses Pflege ist weniger, wenn es von Ärzten kommt. Das verlässt mich tatsächlich mehr als Patientinnenablehnung, weil
Die Patientinnen haben Emotionen, die haben Charme, Biografie, da kann ich Verständnis für aufbringen, aber bei Kolleginnen, da erwarte ich Professionalität. Und ja, verletzend ist auch dieses ständige Witzeln. Wenn du jedes Mal abgewiesen wirst und einen Spruch zu hören bekommst, dann wirst du nicht als Mensch wahrgenommen, sondern als Running Gag. Und ich merke dann, wie ich innerlich zumache. Das ist nicht gut. Was hätte Ihnen in solchen Situationen geholfen, von Einzelnen oder von der Situationsstruktur her? Ja, eine klare Haltung. Also nicht im Sinne von Patientin muss das jetzt akzeptieren, sondern im Sinne von ich werde nicht abwertend. Zum Beispiel hätte ich gehofft, dass jemand im Team gesagt hätte, er ist qualifiziert. Wir respektieren den Wunsch der Patientin, aber ja, wir machen keine Witze darüber und wir behandeln das als professionelles Thema, so eine Einordnung. Und bei Ärzten mehr Respekt, also dass auch meine Beobachtungen ernst genommen werden, ohne diesen Unterton. Wenn Sie Menschen ansprechen könnten, die vorschnell urteilen, was würden Sie ihnen gerne mitgeben? Also, dass Sie bitte einfach mal überlegen sollen, bevor Sie etwas urteilen und das wehtut. Was gibt Ihnen Kraft? Was trägt Sie in schwierigen Zeiten? Also, ja, bei mir ganz klar Sport. Wirklich, ich brauche den körperlichen Ausgleich, um den Kopf einfach auch frei zu kriegen und Gespräche mit 1, 2 Kollegen, denen ich vertraue. Die sagen dann auch mal, das war nicht okay und das tut gut, weil man nicht alleine im eigenen Kopf bleibt. Gab es Strategien, Haltungen oder Routinen, die Ihnen geholfen haben, zum Beispiel Gespräche, Spiritualität, Humor? Ja, ich habe gelernt, mir nicht jede Zurückweisung als persönliches Urteil über mich zu nehmen. Also ich versuche es. Manchmal gelingt's, manchmal nicht. Ich sag mir dann, es ist ihre Charme, es ist ihre Geschichte, es ist nicht meine. Aber ich habe auch gelernt, Grenzen zu setzen, zum Beispiel im Team. Wenn ein Spruch kommt, sage ich manchmal, lass das. So wirklich kurz, ohne große Diskussion. Gibt es Menschen oder Gemeinschaften, die Sie besonders unterstützt haben, unterstützen? Ja, tatsächlich eine ehemalige Stationsleitung. Sie hat einmal in einer Teamsitzung gesagt, wir sprechen respektvoll miteinander. Keine Sprüche über Patientinnenwünsche und keine Abwertung in der Pflege. Das, oh ja, das hat einen Unterschied gemacht. Also nicht dauerhaft perfekt, aber es hat erste Grenzen gesetzt. Ja, und eine ältere Kollegin, die hatte mir mal gesagt, du musst dir deinen Platz nicht rechtfertigen. Das hat gut getan. Es war ein Satz, der ist hängen geblieben. Welche Veränderungen würden Sie sich für unsere Gesellschaft wünschen, ganz konkret? Dass die Pflege nicht mehr als Frauenberuf gesehen wird und dass Männer, die pflegen, mich automatisch erklären müssten, warum. Dass es normal wird.
Wenn Sie jemandem, der sich gerade ausgeschlossen fühlt, einen Rat geben könnten, was wäre das? Sprich darüber. Sprich darüber. Also nicht alles schlucken, weil wenn man alles schluckt, dann wirst du irgendwann bitter. Und irgendwann wird's auch, dann merkt man das im Umgang mit Patienten und das will wirklich niemand. Und mach dir klar, dass du nicht falsch bist. Also das System und die Rollenbilder sind schief, nicht du. Was können wir als Kolleginnen, Nachbarinnen, Fachpersonen, Mitmenschen von Ihnen lernen? Vielleicht, dass Empathie kein Geschlecht hat und dass Professionalität auch bedeutet, sich unangenehmen Themen zu stellen und nicht auszuweichen. Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Gesundheits- und Versorgungssystem insgesamt? Gemischt. Also es gibt unglaublich engagierte Menschen, ja, aber es gibt auch Strukturen, die sehr hierarchisch sind und manchmal auch blind für Macht. Hatten Sie in der Arbeit das Gefühl, respektvoll behandelt zu werden? Oh ja, also ich will wirklich fair sein. Ich habe tolle Kollegen, viele Ärzte sind super respektvoll, aber es gibt diese Momente, die wie Nadelstiche sind. Ein Satz, ein Ton, ein Blick. Gab es Momente, in denen Sie das Gefühl hatten, man sieht vor allem Ihre Herkunft statt Sie als Pflegefachperson? Nein, eher nicht tatsächlich. Bei mir ist es eher die Männerrolle. Sehen Sie Hürden im Arbeitsalltag für Menschen, die Ihnen in Identität, Lebenslage ähneln? Ja, Männer in der Pflege müssen oft beweisen, dass sie trotzdem empathisch sind. Gibt es eine Begegnung, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, positiv oder negativ? Gibt es eine Begegnung, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Ja, absolut. Ich denke nicht mal an eine Sache, sondern vielleicht so ein Kollektivvorurteil, wo ich dachte, das wird herausfordernd. Und zwar dachte ich, es wird sehr schwer mit verhüllten, so muslimischen Patienten. Und es gab auch Situationen, wo es belächelt wurde, wenn der Mann mich gesehen hat und gesagt hat, bist du Arzt? Und ich gesagt, nein. Ich habe gesagt, ich bin Pfleger. Dann wurde das, ja, ich will nicht sagen belächelt, aber das ist ja auch interessant, weil es wahrscheinlich auch nicht so üblich ist. Und ich dachte auch, es gibt Schwierigkeiten bei der Versorgung. Und ja, klar wurde ich auch mal schief angeguckt und es war wahrscheinlich auch nicht so die alleralltäglichste Situation, aber das ist es auch für Nicht-Muslime. Und mir fiel auf, dass der Umgang tatsächlich auch angenehm war und meine Vorurteile, je mehr ich Kontakt mit ihnen hatte, sich fast schon in Luft aufgelöst haben. Fand ich sehr spannend. Ich finde es auch so interessant, dass da der Besuch nochmal anders geschrieben ist. Sie hatten besonders viel Besuch. Ich hatte manchmal auch die Vermutung, dass die gebärenden Frauen nicht so gerne Nein sagen wollten. Ich habe dann aber erfahren, dass es kulturell gesehen tatsächlich gar nicht mal so unüblich ist. Da meinte eine türkische Patientin zu mir, dass sie in der Türkei so eine Geburtsstation haben, wo die Patientenzimmer wie eine halbe Wohnung sind. Also dass es da auch ein Sofa gibt und sogar eine Küche, dass man auch länger dort bleibt und auch richtig Gäste empfängt. Und das ist halt so ein Zelebrieren und auch so ein Umgang mit Geburt gibt. Das ist ja bei uns absolut undenkbar, dass man da jetzt noch eine Küche irgendwie hinstellt und ein Sofa und man sich das gemütlich macht, als wäre es eine Wohnung.
das fand ich sehr spannend und da hat sich bei mir auch einiges erklärt. Besonders toll fand ich es auch, dass man so viel auch selbst beschenkt wurde. Das habe ich so kein zweites Mal erlebt. Mir wurde da auch Vertrauen entgegengebracht. Natürlich muss auch das ein oder andere Mal das Eis gebrochen werden, aber das ist bei vielen Leuten der Fall. Weil es wahrscheinlich auch nicht das Alleralltäglichste ist, eine männliche Pflegefachkraft zu sehen. Und das hat mich eines Besseren belehrt. Ich bin im Umgang auch besser und lockerer. Und mir hatte auch eine Patientin mal erzählt, dass es schon so ist, dass weibliche Personen bevorzugt werden, aber in Situationen von Not und wenn es schnell gehen muss, darf jeder quasi ran, weil dann sind wohl Regeln aufgehoben und dann greift quasi eine Ausnahmesituation. Und das ist tatsächlich auch so passiert. Dann durfte ich als männlicher Pfleger auch die Haut sehen oder auch intimere Sachen machen. Natürlich war es schon so, dass die Angehörigen da häufiger noch geholfen haben, aber ich fand das absolut nicht verwerflich. Ich fand den Umgang damit sehr schön und das ist mir wirklich positiv in Erinnerung geblieben. Mhm. Ich danke Ihnen recht herzlich für die Einblicke und würde nun das Interview beenden.